Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zum Weekly Update. Hello dear friends and welcome to the Weekly Update. Ich stehe hier an einem ganz besonderen Ort in Finnland. I'm standing here at a very special place in Finland. So ungefähr 300 Kilometer nordöstlich von Helsinki entfernt. Almost 300 kilometers northern east from Helsinki. Und wir haben hier einen herrlichen Urlaub. So we're having wonderful holidays here. Aber ich will mir nicht die Gelegenheit nehmen, zum 100. Weekly Update einfach euch zu grüßen. But I don't want to miss the opportunity to greet all of you for the 100th Weekly Update. Also es ist kaum vorzustellen. Wir haben angefangen März 2018. It's incredible. We have started in March 2018. Und dann haben wir den March of the Nations in Jerusalem vorbereitet. Then we prepared the March of the Nations in Jerusalem. Und wir hatten den Eindruck, mit dem Weekly Update nicht mehr aufzuhören. And we had the impression to not stop the Weekly Update. Weil wir müssen weiter unsere Stimme gegen den Antisemitismus erheben. Because we have to keep raising our voices against anti-Semitism. Und wenn ich mir überlege, in den letzten Jahren, worüber wir gesprochen haben, über Konferenzen, Veranstaltungen, Märsche des Lebens. And when I think about all the things that we spoke about in the last years on conferences, marches of life and seminars, dann kann ich das gar nicht alles zusammenfassen, sondern kann einfach nur Gott Ehre geben über die Zeit, die wir in den letzten 2-3 Jahren eben erlebt haben. of course I cannot summarize all of this, but I can only give God all the honor for all the things that we experienced in those 2 or 3 years. Und wir hätten uns niemals vorgestellt, dass wir jetzt in so einer Zeit sind wie diese. And we could have never imagined that we would have been in such a time as this. Und dann Februar, März dieses Jahres starteten wir mit Online-Übertragungen. And then February, March this year we started with online broadcasts. Dann mit Online-Konferenzen, Marsch des Lebens-Konferenzen. And then we had online conferences, marches of life conferences. Und uns war es wichtig, über das Weekly Update immer wieder euch zu informieren und mit euch in Verbindung zu sein. And it was so important for us to keep you updated over the weekly update and to keep connected, to stay connected with all of you. So, und in den letzten Folgen haben wir eben auch über den Antisemitismus gesprochen, über Wissenswertes, kurz und bündig. And in the last weeks we shared about anti-Semitism in a format called Facts in a Nutshell. Und wir waren so mit euch in Verbindung und wollen jetzt aber wieder persönlich von uns erzählen und euch mit hineinnehmen in alle Planungen über den Marsch des Lebens. So we were connected with you through that, but right now we want to take you into our plannings and into the things we are planning to do. Und in dieser ganzen Zeit der Pandemie und von Covid-19, da müssen wir noch viel mehr überlegen, was wir gegen Antisemitismus tun können. And during this special time of the pandemic of COVID-19, we have to think even more about what we can do against anti-Semitism. Und manche Leute fragen mich, Jobst, hat das denn kein Ende damit? And some people keep asking me, Jobst, isn't there an end? Aber wenn wir ins Internet hineinschauen, dann sehen wir, dass die Pandemie Covid-19 eben mit Antisemitismus und Judenhass noch mehr verbunden wird denn je. But when we look into the internet, we can see that through the pandemic, through COVID-19, there is a rise on anti-Semitism and that all these things are connected to each other. Sogar bis dahin, dass in Argentinien in verschiedenen Städten sie plakatiert werden und dort steht eben, die Juden sind das eigentliche Virus. Until a point that we can see in Argentina, there are paintings and graffiti on the wall where it says that the Jews are the virus that we have to fight against. Und hinter allen Verschwörungstheorien, die wir immer wieder hören, spielt Antisemitismus eine riesengroße Rolle. And behind all of those conspiracy theories that we keep hearing, anti-Semitism is a big trigger and is standing behind many of those. Also die Zeit der Pandemie und Covid-19 ist nicht eine Zeit, wo wir uns zurückziehen können in unsere Gemeindegebäude. So the time of the pandemic and of COVID-19 is not a time where we can draw back into our church buildings. Es darf keinen Lockdown geben von unserer Stimme, die wir gegen Judenhass erheben. There cannot be a lockdown of our voices that we keep rising against anti-Semitism. Und deswegen wollen wir am 4. Oktober eine gemeinsame Aktion als Marsch des Lebens durchführen. And therefore we want to start a common action on the 4th of October. Und ich lade dich dazu ein, dich zu informieren. And I invite you to get all the information. Es ist der weltweite Marsch des Lebens Aktionstag. It's the Worldwide March of Life Action Day. Und zwar der heißt statt Hass Versöhnung. And it is called Instead of hatred, reconciliation. Wir wollen Versöhnung auf die Straßen bringen. And we want to bring reconciliation on the streets. Und der 4. Oktober, der liegt mittendrin in Sukkot.
And the 4th of October is during the time of Sukkot. Dieses Laubhüttenfest, das steht dafür, dass die Nationen nach Israel schauen. And the Feast of Tabernacles is standing for a time where the nations look towards Und Jerusalem. wir möchten euch ermutigen, ganz gleich, wo ihr zuschaut und wo ihr seid. And we want to encourage you, no matter where you're coming from and from where you're watching. Es ist doch viel mehr möglich, als wir manchmal denken. There's so much more possible than we sometimes think we can do. Wenn wir in die Nachrichten schauen, dann gehen Tausende auf die Straße. And when we look into the news, thousands are going to the streets. Und das heißt, wir können auch als Marsch des Lebens unter Corona-Bedingungen haben wir die Möglichkeiten, auf der Straße ein Zeichen zu setzen für Israel und für jüdisches Leben. And that means we, as the March of Life movement, can also go on the streets, of course under the restrictions of the pandemic, but we can go on the streets and make a public statement for Israel and for Jewish life. Und wir möchten ermutigen, das in deinem Rahmen, nach deinen Möglichkeiten, in deiner Stadt, in deinem Land zu tun. And we want to encourage you to do this under your circumstances and under the restrictions that you're under. So, ihr geht einfach in eure Städte, auf eure Marktplätze, ob ihr 5 Leute seid, 10 Leute oder 20 oder mehr. So you can go to the public spaces, to the marketplaces in your city, whether you're 5, 10 or 20 people. Am 4. Oktober, er legt einen Davidstern auf dem Marktplatz und auf dem Platz dort, wo ihr seid. On the 4th of October, and you can form a Star of David on the place wherever you are. Und ihr macht ein Foto und schickt es zu. And you can take a photo and send it to us. Und diese ganze Aktion ist verbunden mit einfach unseren Freunden vom Christian Alliance Caucus und mit Politikern der Knesset. And this whole action is connected with our friends from the Christian Allies Caucus and our friends from the Knesset. Und was wäre, wenn am 4. Oktober Tausende, Zehntausende ein Zeichen setzen und sagen, wir stehen gemeinsam für Israel und gegen diesen Antisemitismus, gerade in der Zeit der Pandemie. And what would happen if we would stand together with thousands and 10,000s for Israel during this time of the pandemic, and we would make a public sign together for Israel and against anti-Semitism? Ihr Lieben, wir haben noch viel Arbeit zu tun. My dear friends, we have a lot of work to do. Und ich glaube noch viel, viel mehr, gerade jetzt in der Zeit, die vor uns liegt. And I believe even more during this time that we are standing in right now. Lasst uns die Zeit nutzen, unsere Stimme erheben mit allen Möglichkeiten, die wir haben. Let us use this time and raise our voices with every possibility that we have. Und das ist die beste Botschaft, die ich zur 100. Weekly Update weitergeben kann. And this is the best message I can give to you during this 100th weekly update. Direkt hier aus unserem Urlaubsort in Finnland. Directly from our place of holiday in Finland. Ich bedanke mich bei allen, die uns geholfen haben, in den letzten Jahren das Weekly Update durchzuführen. I'm so thankful to everyone who has helped me and helped us during the last years to do this weekly updates. Und natürlich allen voran unser Mediendirektor Matthias Rowley. Of course, most of all, our media director Matthias Rowley. Und allen anderen Helfern, die hinter der Kamera standen, die so treu einfach mitgeholfen haben. And all the other helpers behind the camera or everywhere who helped so faithfully. Und genauso unsere Übersetzer. Of course, all the translators. Und alle, die mit uns zusammenstehen. And everyone who's standing with us. Wir freuen uns, von dir zu hören. We would be so happy to hear from you. Und werden dir jetzt noch gleich ein paar schöne Bilder zeigen. And we will show you some beautiful pictures. Und ich wünsche dir das Allerbeste. I wish all the best for you. Bis zum nächsten Mal. See you next time. Ciao. Bye bye.